liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen bei Tobi Lotta. Heute wird wieder fleißig gebastelt. Und ich freue mich riesig darauf. Tobi, meine beste Freundin Sophie hat bald Geburtstag. Und ich weiß nicht, was ich ihr schenken soll. Hast du vielleicht eine Idee? Lass mich mal überlegen. Ich hab's, wir basteln ihr ein Einhorngeschenk. Oh, das ist eine einhörnische Bastelidee. Na dann nix wie los. Wir rufen den Bastelschrank. Bastelschrank! Und dieses Material braucht ihr für diese tolle Bastelidee. Buntstifte in euren Lieblingsfarben, ein Stück weißes Papier, Kleber, einen Stift, durchsichtiges Klebeband, eine Schere, Glitzer und Buntpapier in euren Lieblingsfarben. Nehmt als erstes die Schachtel, legt sie auf das Stückchen Weißpapier und fahrt die Umrisse nach. Rechts, links und oben. Dann schneidet ihr das Ganze aus. Unten bogenförmig. Wichtig dabei ist, dass das ausgeschnittene Papierstückchen in die Schachtel passt. Dann malt ihr das Ganze schön bunt an mit euren Lieblingsfarben. Ich habe mich für Regenbogenfarben entschieden. Rot, Orange, Gelb, Blau, Grün und damit das Ganze richtig schön einhörnig aussieht, auch noch ein bisschen rosa. Dann nehmt ihr euch die Schachtel und malt einhörnische Gesichtsteile auf. 2 große Kreise. Und in den Kreisen 2 weitere Kreise. Einmal oben und einmal etwas weiter unten. Die Schnauze, zwei süße rosarote Bäckchen und aus dem Mund wollen wir einen Regenbogen einmalen. Und zwar genau so, wie wir das Papierstückchen angemalt haben. In der gleichen Reihenfolge. Zuerst rot, dann orange, gelb, blau, grün und rosa. Ihr könnt natürlich die Farben nehmen, die euch am besten gefallen. Dann öffnen wir die Schachtel und kleben den Regenbogenstreifen oben an der Schachtel an. Einmal so, dann aufklappen und die Innenseite ebenfalls ankleben, damit das Ganze richtig schön festhält. Schnappt euch dann etwas Glitzerpapier und schneidet daraus ein Horn. Nehmt euch dann das Buntpapier und das weiße Papier, legt sie beide aufeinander und faltet sie einmal zur Mitte. Und da wir das Papier zur Hälfte gefaltet haben, können wir gleich 2 Ohren auf einen Schlag ausschneiden. Aufklappen, die Mitte durchschneiden und die bunten Teile etwas kleiner schneiden. Etwas Kleber anbringen und so hat man dann die Ohren und das Horn. Oben könnt ihr noch ein paar Haare einzeichnen und so habt ihr im Handumdrehen
eine süße Einhornschachtel gebastelt. Darin könnt ihr kleine Geschenke verstauen und die Schachtel einem lieben Menschen verschenken. Ist das nicht eine schöne Idee? Ich bin mir sicher, dass sich deine Freundin Sophie riesig darüber freuen wird. Das Einhorngeschenk ist wunderschön geworden. Probiert diese einhörnische Idee selbst aus. Na dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Tobi Lotta.